Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin, wie man vielleicht nicht erkennen kann, Maren. Good morning, everyone. I am Genevieve. Und ja, eigentlich muss gar nicht ich die Intro machen, Genevieve. Warum sind wir hier? Vor allem, warum trage ich diese Brille und warum hast du dich so toll angezogen? Was machen wir heute? So, today we are going to have a big quiz. We are going to do a big quiz on all of the tenses that we have looked at in the past few sessions. And Maren, you know this, I absolutely love quizzes. I love creating them. I love taking part in them. But the most important thing that you have to remember is that quizzes are supposed to be fun, okay? It's not a test, it's a game. Of course, it's great if you know the answer. I mean, I love when I know the answer, and it drives me crazy if I don't know the answer. But just give it a go, okay? Just try, just guess. And honestly, the worst thing that can happen today is that you get the answer wrong, but then you learn what the correct answer is. Okay? So, are we ready for the Big Tense quiz? I think maybe, Maren, you want to explain a little bit more about what we're going to do in the quiz. Genau, du hast ja schon gesagt, Genevieve, wir schauen uns heute die ganzen Zeitformen nochmal an. Wenn ihr die letzten 3 Wochen geschaut habt bei uns, da haben wir das Futur durchgenommen, da haben wir den Unterschied zwischen Progressive und Non-Progressive durchgenommen, da haben wir uns die ganzen Vergangenheitsformen angeschaut und jetzt machen wir das heute alles in einer Session und werden uns nochmal einzelne Sätze anschauen und dann, je nachdem, was wir so bei den Sätzen sehen, nochmal uns drüber unterhalten, warum ist das hier so, warum kann ich hier kein Simple Past benutzen, warum geht hier das Progressive nicht. Und im Prinzip wiederholen wir alles, was wir die letzten 3 Wochen gemacht haben und vielleicht haben wir auch noch ein paar neue Sachen dabei oder ein paar Sachen, die schon ein bisschen älter sind. Und wie Genevieve auch gesagt hat, wenn ihr was nicht wisst, ratet einfach, es gibt hier im besten Fall was zu lernen und ja, oder ihr wisst die Antworten und das ist ja auch super. Und ich muss aber gleich, Genevieve, wenn ich hier Copy-Paste mache, leider meine Brille abnehmen. Ich sehe hier voll schlecht durch. Kann auch die Kommentare nicht wirklich lesen, aber du bist ja Quizmasterin sowieso schlechthin, deswegen übergebe ich einfach, ja. Yeah, this whole hoodie it's covered in sequins. What's the word for sequins in German? Weiß ich gar nicht. Sind das Pailletten? Ja, Pailletten. Ah, okay. Sequins. Kannst du das mal schreiben, wie man das auf Englisch schreibt? Ich weiß das gar nicht. Okay. I would have to double check it. You should just check it. I don't want to spell it incorrectly. Oh, wow. That's also a complicated word in German. Okay. Let's start off with what we like to call a few general knowledge questions. So this is just the warm-up round. I'm not testing your tenses or your grammar. Let's just warm things up, okay? So the first question is, in which German city is Babbel's office located? In which German city is Babbel's office located? Does anyone know? They're all like, what? This is too easy. Ja, warten wir mal sehen, wer schon Kaffee hatte. Oh ja, hatten schon Leute ihren Kaffee am Morgen oder ihren Tee. Excellent. Yes, we're in Berlin when we're at the office. Not so much these days. Okay, Maren, would you like to ask? Yeah, next question, also in English. How long has Genevieve been living in Berlin? And if you know, where had she been living before? Und vielleicht hört ihr ja schon ein paar Zeitformen, die wir hier benutzen. Oops, how did that happen? I have to calculate myself officially. I mean, if you're 1 or 2 years
out, 1 or 2 years away from the answer, that's okay. But how long have I been living in Berlin? Approximately, ungefähr. And if you don't know me, that's fine, just guess. For ages. Karen says for ages. Honestly, I think it does feel like that sometimes. This is my new home. Has been living in Berlin for 6 years. Sabina, the grammar is wonderful. Whoa, Camilla. I think we have a winner. Yeah, it's between 15 and 16 years. Excellent. Wonderful. And where had I been living before? Anyone remember where I'm from? Oh, Babbel. I had been living in Ireland because I come from Ireland. Excellent. Okay, next one. Where did Maren travel to recently? And if you know the answer, had she been there before? And again, this is not fair on anyone that missed the session, but this is why it's fun. You just guess. Where did Maren travel to recently? Maybe it was the moon. Maybe she went to... Maybe not, but yeah. Ooh, anyone? A few people are guessing Ireland. Ooh, Beatrice. Beatrice, Birgit. Yes. Yes, I went to Malta. Has traveled to Malta. Very good. Okay, so Maren was in Malta. She went to Malta. She traveled to Malta. And had she been there before? And had never been there before. Bastel Andy. Someone has been paying attention. Yes, that's perfect. She was on holiday in Malta, or she traveled to Malta and had never been there before. It was her first time. Okay. And now the last question before we start the Wer wird Millionär? What is the original, the English name of Wer wird Millionär? Wer weiß das? Da kommt die Sendung her, wie ich von Genevieve gelernt habe. Yeah. So there's many countries that have adopted this quiz and made it their own, and they've changed the name slightly. But does anyone know what the original title of Wer wird Millionär was? Würdest du gern mal dahin gehen, Genevieve? Nochmal? Würdest du gerne mal dahin gehen in die Sendung? Oh, ich denke, es wäre viel zu viel Druck. Ja. Viel zu viel Druck. Ich liebe Quizzes, also im Freundeskreis, in meinen Stammkneipe, aber im Fernseher, nee. Oh, Anke und Bastel, who wants to be a millionaire? Excellent, so good. Excellent, really good. Okay, und ja, wir haben leider heute keine Millionen zu gewinnen, aber hoffentlich viel Spaß. Wollen wir mit der ersten Frage anfangen? Mit der ersten Frage vom Big Tens Quiz. Ihr kennt ja das Spiel 1, 2, 3 oder 4. Ich fange mal an mit der ersten. The Big Quiz starts at 10:15, is going to start at 10:15, will start at 10:15 or is starting at 10:15. Okay, wir sind ein bisschen früher da. Es ist 10:09, aber... Ja. So, also was haben wir da? Wir haben eine Uhrzeit, also wir haben etwas Festgelegtes und gleichzeitig haben wir irgendwie aber auch eine Zukunft, weil es jetzt ja noch nicht wirklich 9:15 ist. Und ich sehe auch ganz viele verschiedene Antworten. Ja, Genevieve, wollen wir das mal durchgehen? I mean,
honestly, the good answer and the bad answer to this is all of these answers are possible. Yeah, they're all possible. And I know sometimes that can be frustrating because you want to know what is the correct answer. I personally would say start. You know, if it's a scheduled event, no influence, but also is starting would feel quite natural to me. But as I say, for these ones, all of those are possible. So I think everyone got the right answer. Ja, aber ist starting geht nur, weil es so ganz nah ist, oder? Weil wir so Yeah. jetzt davon reden? Also, wenn es nächste Woche wäre oder so, ist so ein bisschen klingt No. komischer für dich? Ja. It's too far away. Okay. Ja. Ja. Genau, also das war auch dieser eine Fall, falls ihr euch erinnert, wo wir im Englischen auch wie im Deutschen einfach das Präsens benutzen können, also starts at 10:15, um auszudrücken, dass etwas in der Zukunft passiert. Ja. Aber hier haben wir eine festgelegte Uhrzeit, ein festgelegtes Event und deswegen geht das. Genau. Machen wir mal die nächste, da sind vielleicht nicht alle richtig. Okay. So yesterday I have bought a new toaster. Or yesterday I did buy a new toaster. Or yesterday I bought a new toaster. This is an interesting one. So many threes. I think there must be a sign. It must be a sign. It must be a sign. You're all correct. Okay, so the signal word yesterday, in the past, finished, bought. And bought is the irregular past simple for buy. Have bought is incorrect because we have the yesterday. Yeah, once you have that past simple signal word, we cannot have the present perfect have bought. Now, did anyone say two? No. Two doesn't make much sense unless maybe Maren is doubting. Maybe she's unsure if I bought the toaster. Yeah. So I'll say, Maren, yesterday I bought a toaster. And she said, Really? Really? You bought a toaster? Yes, I did buy a new toaster. So if you want to emphasize that you did something, you can put in the did into that sentence. But for the normal past simple, it's just yesterday I bought a toaster. Ich glaube, das hatten wir noch nie, dieses did als Betonung. Ich weiß nicht, ob wir das mal in der Session hatten. Ich glaube, im Deutschen würde man sagen, wirklich. Gestern habe ich wirklich einen neuen Toaster gekauft oder ganz ehrlich, ganz echt. Ja, genau. I did. Okay, good. Sehr gut. Bereit für die nächste? Da. Where are you now? Down the street. I should be there in 5 minutes. I walk down the street. I'm walking down the street. I have been walking down the street. Oder I was walking down the street. Also vielleicht ist das, jemand ruft mich an und fragt, where are you now? Und dann sage ich, I should be there in 5 minutes. Yeah, oh, wow. Ja. Excellent. Sehr schön. Genau, weil was haben wir? Etwas, das gerade jetzt passiert. Und ich finde das sehr schön, dass niemand 1 schreibt, weil das ist immer so der beliebte Fehler, den Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler manchmal machen, dass wir im Deutschen einfach sagen, ich laufe die Straße runter. Und da müssen wir im Englischen sagen, I'm walking, weil ich das jetzt gerade mache und nicht jeden Tag vielleicht. Yeah, and that's a good point to mention. So if you want to say that it's jeden Tag, that it's every day, you could say, I walk down the street to work every morning. That is I walk. That's routine, habit.
but right now I'm walking down the street. Mhm. Sehr gut. Genevieve, du kriegst den nächsten Satz. Mhm. Can you promise me that you will send the email tonight? Can you promise me that you're going to send the email tonight? Can you promise me that you have sent the email tonight? Or will you promise me that you will have sent the email tonight? Now, there's a very important word in there. Oh. Ja. Was hatten wir bei Versprechen? Oh, interesting. Ja, ich glaube, sehr viele Leute erinnern sich daran. Okay. So, based on the session that we had about promises, anyone who chose number 1, will, is perfect. That's absolutely perfect. Can you promise me that you will send the email tonight? So if we're talking about a promise, especially with the future, then we have will. But it's also possible to have are going to. I mean, it's not perfect. I think will is the perfect answer, but with going to, you're talking about something that you're planning. So you could also say, can you promise me that you're going to send the email tonight? That is your plan, or that is your intention to do it. So it's also, number 2 is also possible. Okay, excellent. Wunderbar. Dann mache ich mal den nächsten Satz. Moment, hier kommt er. Hey Genevieve, would you like to buy my old sofa? Oh well, a new sofa, so no thanks. Oh well, I ordered a new sofa. Oder oh well, I have ordered a new sofa. I had ordered a new sofa. I was ordering a new sofa. By the way, my sofa is not old, so I'm not offering it to you. I'm sorry. Well, mine is old. That's why I had it cleaned last week. Okay. Oh, this is so interesting. Okay. Yep. Wieso ist das verschwunden? So. Okay. So, anyone who chose number 1, it's totally fine. Yeah? Oh, well, I ordered a new sofa, so no thanks. That's completely fine, because yesterday or last week, you went onto a website and you clicked buy, so you ordered it in the past simple. Mhm. But if you want to be even better, then we choose number 2, because have ordered means we did something in the past, it's finished, but it still has an effect, or es beeinflusst, sagt man auch. Ja, es beeinflusst die Gegenwart, oder man kann auch sagen, es hat noch einen Effekt auf die Gegenwart. Exactly. So this past action, this order, I ordered, affects now, because it means that I'm not going to buy your sofa. I don't need it because of the ordered in the past. Vielleicht willst du das nochmal auf Deutsch Ja. zusammenfassen? Also Simple Past Nummer 1 ist richtig, ist vielleicht ein bisschen faul oder eher umgangssprachlich. Also da bezieht man sich eher auf das Resultat, ne? So diese Handlung, die in der Vergangenheit war, abgeschlossen ist. Ich habe das bestellt, zack, fertig. Aber have ordered bezieht sich noch auf die Gegenwart. Also so ein bisschen der Grund, warum ich sage no thanks, ist, weil ich eins bestellt habe und das jetzt auf dem Weg zu mir ist und ich wahrscheinlich in 10 Wochen ein neues Sofa haben werde. Aber genau. Im Deutschen haben wir diesen Unterschied nicht so wirklich. Da sagt man einfach
Nein, ich habe ein neues Sofa bestellt, fertig. Also da hat man nicht so diesen Unterschied zwischen eine abgeschlossene Handlung, die fertig ist, und eine Handlung, die sich noch so in die Gegenwart reinzieht. Genau. Deswegen ist das immer sehr spannend für uns. Und had ordered macht keinen Sinn hier, 3, außer man würde danach noch irgendetwas anderes sagen. Aber had ordered Yeah, ist you could say, Vorvergangenheit, ja. well, I had ordered one, but then the company cancelled my order. So yes, please, I would like your sofa. That's totally possible, but not in this sentence. So yeah, 1 and 2. Excellent, and Sehr 2 gut. is the best. Sehr gut. Dann, oh, der ist für dich, der Satz, Genevieve. Okay. The Queen is going to have a baby. The Queen will have a baby. The Queen is having a baby. Wir meinen hier vermutlich nicht die Queen von England. Das ist vielleicht ein bisschen Yeah. unrealistisch. Unrealistic is the word. Yeah. Okay. Mhm. Well, okay. Also ich sehe schon alle drei Antworten. Ja. If she is pregnant. Oh. Oh. Oh no, we're going to spread rumors now. Okay. Was ist richtig, Genevieve? So, is going to have a baby, totally fine. Is having a baby is perfect. Yeah, it's her intention, it's her plan. Brilliant. Is having a baby. Will have a baby. Honestly, this has a very different feeling to me. This sounds like something from, I don't know, Game of Thrones or The Handmaid's Tale or something. And you have an advisor and he says, the Queen will have a baby. And that means maybe she's not pregnant yet, but to keep the lineage, to keep the throne alive, the Queen needs to have a baby. So it's almost like an order. That's what it sounds like to me. The Queen will have a baby. It would not be the most natural sentence if you don't want to order someone to have a baby. You're just talking the plan. Ich glaube, im Deutschen würden wir das auch eher mit dem Futur. Die Königin wird ein Kind bekommen, sonst passiert was. Das ist auch dieses Futur, was wir benutzen, wenn zum Beispiel Eltern jetzt zu ihrem Kind sagen würden, du wirst dein Zimmer aufräumen. Ja. Das ist auch in dem Sinne kein Plan mit, ach, wir haben das nächste Woche vor, sondern das ist auch so eine Anweisung. Ja. Da würden wir im Deutschen auch eindeutig das Futur benutzen. Und wahrscheinlich, wenn sie schwanger wäre schon, dann würden wir auch sagen, bekommt. Die Königin bekommt ein Kind. Exactly. So the Queen is having a baby. It's just the best. So, dann eine ganz andere Thematik. The plane lands at 4:30. The plane will land at 4:30. The plane is landing at 4:30. Oder the plane is going to land at 4:30. So was Ähnliches hatten wir schon mal, ne? Wir haben eine Zeit, ein Schedule oder irgendetwas, ein vorhersehbares Event, was wir nicht kontrollieren können. Ich sehe auch schon schön viele verschiedene Antworten. Ich glaube, alles ist jetzt einmal dabei gewesen. 1, 2, 3 und 4 kann ich sehen. And that's a good sign. Okay. So just like one that we had previously, all of these answers are possible and they're all fine. Yeah. And I think that's the lesson we learn from something that's in a timetable or a schedule. I would personally choose lands, just the present simple,
but will land at 4:30, is landing at 4:30, is going to land at 4:30. Totally fine. So well done, everyone. Ich liebe Sätze, wo alles richtig ist. But let's look at the next one. Yep. Moment. There you go. Okay. Before she came to Berlin, she lived in Germany for many years. She has lived in Germany for many years. She had lived in Germany for many years, or she had been living in Germany for many years. Lass mich das auch mal angucken. Also wir haben, das Before ist ja schon sehr, das zeigt uns etwas Früheres an, eine vielleicht Vorvergangenheit. Oh, Sabine thinks 3 of them are correct. Interesting. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Okay. So Sabine was correct. If you can remember what she said. I think she said 1, 3, and 4. So lived is fine. We say it's a little bit lazy, ein bisschen faul. Lived is fine. Has lived is totally incorrect because has lived is the present perfect, and the present perfect cannot happen before the past. No. Had lived is excellent, yeah? So she had lived in Germany before she came to Berlin. Yeah, she had lived is the past before she came to Berlin, the other past. Had been living is also great. And this is more focused on the process of living, the activity of living. So often you'll hear people with the verb live, they'll often put it into the progressive or the continuous form because you don't just kind of live and then stop and then live and then stop. You're continuously living. So my personal favorite answer for this is she had been living in Germany for many years. But had lived is also correct and lived is fine. Genau. Im Deutschen hätten wir auch die faule Variante mit, bevor sie nach Berlin gekommen ist, hat sie schon in Deutschland gelebt. Also das wäre auch die faule Variante. Die korrektere Variante wäre, hatte sie in Deutschland gelebt? Genau, und das Progressive haben wir so nicht. Aber das hatten wir letzte Woche hatten wir den Unterschied zwischen Progressive und Non-Progressive. Und da hatten wir ja gesagt, besonders bei Vergangenheitsformen, da ist das eine, also die 3 hier, had lived, bezieht sich eher auf die Tatsache, dass sie so da gelebt hat. Und das had been living ist eher diese Zeitspanne, die passiert ist. Genau. So. Kommen wir nochmal zu meinem Urlaub. Nochmal. Den musst du eigentlich vorlesen, Genevieve. Maren went to Malta 3 weeks ago. I was guessing. Was it 3 weeks ago? I think so. Yeah, I think so. She have never been there before. She was never there before. She had never been before. She has never been there before. So she went to Malta. That's true. Mhm. Okay, also niemand möchte die 1. Das ist schon mal gut. Okay. So yeah, number 1 doesn't make sense for Maren. Maren have never been. No, totally incorrect. She was never there before. I mean,
kind of okay. I mean, I would say it's incorrect because to me it feels like never, ever, ever. But she was there. She was there 3 weeks ago, so it was never incorrect. Had never been there before is perfect because it means she went there, she was there, but before that one time, she had never been to Malta. So had never been, the past perfect is the correct answer. And has never been, it's impossible because if you say she has never been, then that makes the first part of the sentence false. It makes the first part of the sentence untrue because she has been. Genau, hier ist einfach der Kontext entscheidend. Der Satz, she has never been there before, an sich ist grammatisch korrekt. Er macht nur keinen Sinn mit dem Satz davor, weil ich ja da war. Genau. Das ist ein bisschen tricky. Aber deswegen machen wir das ja hier. Genau. Um uns diese Fälle anzuschauen. Oh, Krista. Oh, you're very welcome, Beate. Very, very welcome. Okay. Genevieve, I have a question for you. Are you going to the ABBA concert this summer? Or will you go to the ABBA concert this summer? Or do you go to the ABBA concert this summer? Oh, I wish. I wish. I think there's a new one planned for next summer. Right, they kind of reunited. Yeah, and it's like a hologram, very futuristic show. So, was könnte das sein? This summer ist auf jeden Fall eine Zukunft, weil wir gerade im Winter sind. Wobei der Winter fängt erst im Dezember sogar an, ne? Wir sind noch im Herbst. Ist schon so kalt. Yeah, maybe we should have actually put next summer in there. But anyway, doesn't matter. Future. We're talking about the future. So, also, was sagst du zu Are you going to the ABBA concert this summer? Beautiful. It's music to my ears. It's a plan. Are you planning to go? Are you going? Will you go to the ABBA concert this summer? Please, Maren, will you go? Please, will you go with me? Please, 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 please. So, yeah, if you're begging or if you're asking someone to promise you, yeah, will you go? Totally fine. And do you go? I mean, do you go to concerts most years? Do you go to concerts at the weekend? Like, is it, again, this is the present simple for a routine or a habit? Is it something that you do? But if you're asking for a plan in the future, do you go is incorrect. Okay. Und schließen wir an diesen Satz thematisch an? Oh yes, now. Speaking of ABBA, so this is a special one. We have 2 gaps in this sentence, but it's the same answer in each gap. So you just have to pick if it's 1, 2, or 3, and it's double. So it comes in the first gap and in the second gap. And if you all get it right, I'll sing it. But only if you all get it right. Okay. I think most people got it right. Yeah? Okay, I can hear other music. It's going to distract me. Okay. Knowing me, knowing you. It's so hard to sing just a little bit. Okay, so the correct answer here is knowing me, knowing you. But what is knowing? What is it? Is this the continuous form?
Vielleicht nicht. Nein, it's not. This is not. Thank you, Sabine. Oh, Bastel, I know. I was going to keep singing, but I decided to save your ears. So knowing, in this case, it's not the continuous form. This is the gerund form. Also das nominalisierte Verb. Das hatten wir letzte Woche ein bisschen besprochen beim Progressive, weil to know als Verb funktioniert nicht im Progressive. Also man kann nicht sagen, I am knowing this, aber es gibt sehr wohl eine Form mit ing von know, und zwar eben das Gerundium oder das nominalisierte Verb. Genau, Wer sich genau. noch erinnert. Also ihr könnt das know auch als knowing sehen, aber dann ist es ein bisschen etwas anderes. Ja. Oh, das war fies. Das war fies. Aber vielleicht merkt man sich das durch den Song ja ein bisschen. Yeah, exactly. Softening, sweetening. Okay. Genevieve, es ist schon 6:30. Wir machen noch ein paar, aber wir haben so viele Sätze mitgebracht, wir werden heute gar nicht fertig damit. Okay. Will you take this one? Yes. Just a moment. I'm going to help you carry those bags. I help you carry those bags. Oder I will help you carry those bags. Und wir haben natürlich den Kontext. Just a moment. Ich sehe gerade jemanden, die ganz viele Taschen hat und ich weiß nicht, eine Treppe hochlaufen möchte oder sonst was. Was sage ich zu dieser Person? So, es ist schon alles dabei. 1, 2 und 3 sehe ich. Genevieve, I am going to help you carry those bags. Klingt für dich? It's just unwahrscheinlich. Like, with going to, you need to have thought of something, you need to have a plan or an intention. But if you just see someone right now with heavy bags, there's no plan, so it doesn't work. It really doesn't work. I'm going to help you. Help is incorrect. So you could say, there's an old man who lives in my building, and every day I help him with his shopping, for example. That's okay. But in this case, right in this moment, I will help you with those bags or help you carry those bags. Sehr gut. Okay. Machen wir mal noch einen. Du darfst. One of our favorites. Okay. Now really, really think about this, yeah? So I needed to take a shower before dinner because I jogged in the park, have jogged in the park, or had been jogging in the park. Arrive at dinner late, and someone says, "Why are you late for dinner, Maren?" I in the park. So, also fast alle sagen 3. I had been jogging in the park. Klingt das für dich akzeptabel? Had been jogging is perfect, 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 perfect. Number 3 is excellent. Yes. Sehr gut. Wollen wir mal, da stand I needed to take. Wollen wir mal das need noch ein bisschen genauer angucken in einem Satz? Yes. Excellent idea. So, warte mal. I am needing your help now. I need your help now. Oder I needed your help now. Was haben wir da für ein Verb? Und was haben wir für ein Hinweiswort? How do you say in German, I apologize in advance? Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ja.
Oh, but wait a minute. I see a lot of correct answers. Ja, das hast du ein bisschen gemein gemacht hier, ne? I'm so sorry. Also okay, 3 ist nicht dabei und 3 ist auch falsch, weil wir haben ja das Now und needed ist ja eindeutig Vergangenheit. Das macht einfach keinen Sinn, ne? Also ich brauchte deine Hilfe jetzt. Klingt nicht gut. Was haben wir hier bei 1 und 2? Also eigentlich müssten wir doch das Progressive nehmen, wenn wir ein Now haben. Yeah, it seems so simple. Now I'm talking to you. Now I'm working. Now I am singing. La 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 la. So 1 seems like the perfect answer, but 1 is incorrect because of the verb need. So need is just like know and want. It's what we call a non-continuous verb. So in 99% of the time, we do not use need in the continuous form. I think most people got the correct answer. I need your help now. Wir hatten das letzte Woche mit want, ne? Mit ich möchte oder will. Ich will ein Eis. Ich möchte ein Eis. Das ist etwas, was im Englischen, wir können zwar irgendwie verstehen, dass man es jetzt möchte und vielleicht in 5 Minuten nicht mehr, aber es funktioniert im Englischen wie etwas, was entweder da ist oder nicht. Und deshalb können wir da kein Progressive benutzen. Und bei brauchen oder benötigen ist es genauso. Genau, ja. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich kennen wir alle Momente, wo man dann sagt, ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist auch zu spät, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Aber grammatisch gesehen funktioniert es nicht so. Grammatisch gesehen ist brauchen, ich brauche deine Hilfe, das ist jetzt da und das ist nicht irgendwie nur kurz und ist dann wieder weg. And Bastel, very good point. I'm glad there's 1% left. Now, I'm definitely not good at maths, but I spoke with Maren before the session, and you will hear in certain types of English needing, for example, hello, sir, will you be needing any assistance? So like in a hotel, you could hear this very, very posh form of needing, but it's not how we naturally use need. Okay, will we go for Ja, wir machen einen letzten Satz. Es hat hier doch, die Zeit verging voll schnell, oder? Okay. Yep. Would you like to read the last one? Ja, du kannst. Okay, because it's true. It took me a while, a long while, but now I'm used to cycle around Berlin. I'm used to cycled around Berlin, or I'm used to cycling around Berlin. Now this is super tricky. Now Maren tells me you did have a session on this a while ago, but I have never done this with you. So I'd be so impressed if people got this correct. Ooh. Genau, das ist hier das used to. Wir hatten mal eine Session zu I am used to, I used to oder to get used to. Guck mal. It seems like you taught that very well. Das hoffe ich doch. Wow, really so impressive. Okay, so number 3 is the correct answer. It took me a while, but now I'm used to cycling. So at the beginning, I was so nervous cycling in Berlin because I come from a teeny tiny town in Ireland, as you now know. But after a while, I practiced and I practiced and I practiced, and now I'm used to cycling around Berlin. So in German, an etwas gewöhnt zu sein. Ja. Genau. Aber jetzt bin ich daran gewöhnt, in Berlin Fahrrad zu fahren. Genau. Sehr schön. Schau mal, jetzt ist es fast 11:15. Okay, my brain hurts. I hope you're all okay. I hope you had fun.
Ich habe so viele richtige Antworten gesehen. Ich freue mich sehr darüber. But Ich hoffe, my golden dicky boat disappeared. ja, es ist vorhin schon abgefallen. Ich dachte, du hast es abgemacht, aber Oh, there it is. du sahst trotzdem großartig aus. Ja, are we getting to the next grade now? Ich denke auf jeden Fall. Wir haben nochmal wie immer unsere Feedback-Form. Wir haben für Dezember schon ein paar Themen im Hinterkopf. Wenn ihr noch etwas loswerden wollt, dann schreibt es uns gerne. Ich denke mal, wir werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche mal keine Zeitformen machen, weil wir mal eine kurze Pause davon brauchen. Aber wir denken uns sicher irgendwas Tolles aus oder kriegen vielleicht noch Feedback von euch, was wir machen können. Und ansonsten eine schöne Woche und bis nächste Woche Montag. Have a lovely week. See you on Monday. Bye. Bye, bye.